Vom großartigen Geist des deutschen Arbeiters in allen unseren Gauen sprechen diese Bilder. Bergleute nach der Ausfahrt aus der Schicht. Sie haben sich in ihren freien Stunden freiwillig für Schanzarbeiten zur Verfügung gestellt. Große Mengen von Material liegen zur Verarbeitung bereit. Ein Beton-Zweimann-Bunker entsteht. Im Generalgouvernement haben rückwärtige Dienststellen aller Waffen den Schanzsonntag eingelegt. Vom letzten Schreiber bis zum General tut hier jeder seine Pflicht. Streiflichter vom östlichen Kriegsschauplatz. Die Baltenländer haben die Geisel des Bolschewismus oft genug spüren müssen. Estnische Bevölkerung verlässt auf deutschen Dampfern ihre Heimat. Im Schutze deutscher Seestreitkräfte gelangen die Frachtdampfer sicher in ihre Bestimmungshäfen. Sie dankt für die Überfahrt. Junge Letten haben sich freiwillig in den Dienst der deutschen Sache gestellt. Als Luftwaffenhelfer werden sie in die Wehrmacht aufgenommen und feierlich vereidigt. Bei deutschen Gegenangriffen im östlichen Raum erzielen Schlachtflugzeuge vom Typ Focke-Wulf 190 immer wieder gute Erfolge. Die Staffel geht zum Tiefflug über und greift mit Bordwaffen, Kraftfahrzeuge und marschierende Truppen an. Im Morgennebel rücken deutsche Grenadiere zum Angriff auf einen sowjetischen Brückenkopf vor. Über die Straßen Kurlands rollt der Nachschub mit Männern und Panzern, die sich dem sowjetischen Ansturm entgegenwerfen. Ebenso wie die Angloamerikaner erleiden auch die Sowjets täglich hohe Panzerverluste. Auch im Osten hat sich die Panzerfaust großartig bewährt. Grenadiere und Sturmgeschütze in Erwartung eines feindlichen Panzerstoßes. Die ersten T-34 preschen vor und werden abgeschossen.
In schneller Fahrt rollt ein Sowjetpanzer über die Landstraße. Aus nächster Nähe wird der Kampfwagen von einem Unteroffizier mit der Panzerfaust angegriffen. Grenadiere überzeugen sich von der Durchschlagskraft ihrer Panzerbekämpfungsmittel. Der letzte Widerstand der Aufständischen in Warschau ist endgültig unter der Wucht der deutschen Waffen zusammengebrochen. Schlachtflieger vernichten einen Häuserblock, der eines der stärksten Widerstandsnester barg. An der Westgrenze haben unsere Truppen trotz schwerster Angriffe unter erheblichen Verlusten für den Feind ihre Stellungen behauptet. Panther mit Panzergrenadieren rollen im Raum von Lunéville nach vorn. Immer wieder müssen unsere Gegner selbst zugeben, dass die Rückschläge der letzten Zeit Haltung und Geist der deutschen Truppen nicht untergraben haben. Panzergrenadiere gehen zur Säuberung eines Waldstückes vor. General von Manteuffel bei einer Besprechung vor dem Panzergegenangriff. Panzer und Infanterie gehen nach vorn. In schweren Gefechten wird eine Einbruchsstelle der Amerikaner ausgebügelt. Gefangene Amerikaner. Die hart umkämpfte Stadt Lunéville. Infanterie säubert Straßen und Häuser von Feindresten. Auf einer Fahrt in den feindbedrohten Westen besucht Reichsminister Dr. Goebbels Generalfeldmarschall Model in seinem Hauptquartier, wo ihm ein umfassendes Bild der gegenwärtigen Frontlage vermittelt wird. Am späten Nachmittag des gleichen Tages spricht Dr. Goebbels in einer frontnahen Stadt vor Tausenden schaffender Rüstungsarbeiter. Es wurde eine Kundgebung, die ganz im Zeichen des fanatischen Widerstandsgeistes und des entschlossenen Willens der Menschen dieses Grenzlandes stand. Das wird der Feind in den nächsten Wochen und Monaten zu verspüren bekommen. Dass es etwas anderes ist, Paris und Bukarest, und dass es etwas anderes ist, Köln und Königsberg zu besetzen. Wir sind in den vergangenen Wochen fieberhaft an der Arbeit gewesen, eine neue Westverteidigung aufzubauen. Und wenn ich heute zum ersten Mal wieder in dieser bedrohten Westprovinz das Wort ergreife,
so habe ich das tiefe Bedürfnis der Bevölkerung meiner rheinischen Heimat dafür meinen Dank und vor allem die Anerkennung des Führers zum Ausdruck zu bringen. Was hier geleistet worden ist, ist über jedes Lob erhaben. Man soll sich nämlich keinen Illusionen hingeben, dass, wenn es dem Feind gelänge, in unser Land einzubrechen, dass es etwa unter dem Regime der Angloamerikaner besser zu leben wäre, als unter dem Regime der Bolschewisten. Eher würden wir uns die Hände blutig arbeiten und würden wir bis zum letzten Atemzug kämpfen, ehe dass wir zuließen, dass der Feind das deutsche Land besetzte und uns seinen Willen aufzwängt. Einerseits als Vertreter des Volkes, andererseits aber auch als Vertreter dieser meiner rheinischen Heimat, der ich mich auch heute noch zugehörig fühle, vor der Nation und vor der ganzen Welt zu erklären, dass wir dieses Gebiet niemals aufgeben werden und es verteidigen werden wie eine Festung bis zum letzten Atemzug. Ist der Königstiger. Diese Waffen schmiedet pausenlos das schaffende Deutschland für den letzten entscheidenden Kampf.